Hallo und herzlich willkommen zurück zu Genshin Impact. Und ja, mit einem etwas veränderten Team. Ähm, und zwar soll die Kombination so, ja, das Beste für Euler sein, wenn man nicht Rain Shogun mit in der Party hat. Wenn man Rain Shogun in der Party hat, dann sieht das Team etwas anders aus. Was eigentlich einfach nur daran liegt, dass Rain Shogun äh, die Frau hält einfach nichts von gebalanced sein. Absolut nicht. Naja, egal. Reden wir mal mit dem Mädel hier. Soll ich dich schubsen? Hello there. Excuse me. Are you alright? Huh? I'm fine. Thanks. Oh, okay then. We just noticed that you seem to be worried about something. About many things, actually. But there's nothing I can do but just keep my troubles to myself. I was just reminiscing about a place my brother and I would play when we were kids. It was just atop that hill over there. See? You're pointing at the sea. Wait, are you saying that you and your brother lived in the water? Etwa wie Meerjungfrauen? Oder seid ihr diese besonderen Wasserwesen aus Fontaine? No people call the waters around Fontaine a sea. It's actually just an inland lake that's filled with fresh water. And no, I can still see that hill clearly in my memories. Now, it's been completely submerged. He would skip and jump, tossing sand in the wind. The sun shone brightly, and the air was filled with the scent of the sea. But now, the water is gradually swallowing our memories. It won't be long before it swallows us. Sorry. Paimon doesn't really get what you mean. I don't believe we've had the pleasure of meeting. Are you Lynette's new friends? Oh, and you are? Thanks for looking after my sister. She often comes here to reminisce about our childhood, that's all. There's no need for any concern. Oh, allow me to introduce myself. I'm Linny, and this is my sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be travelers from abroad. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. We just arrived in Fontaine. We were just talking with your sister. Even though we didn't really get what she was saying. I see. It's unusual for Lynette to be so willing to talk with anyone. In fact, she seldom speaks at all. I'm usually the only one she ever talks to. Oh, really? Then you two are just like us. Paimon's always the one talking for some reason. Du sprichst ja die ganze Zeit für mich, Paimon, weil du mir die Worte aus dem Mund stiehlst. Ja. Gab mal die Theorie, dass die Reisende deshalb so wenig spricht, weil sie die Sprache von Teyvat ihrer Meinung nach noch nicht so gut kann. Und wieso hat sich das jetzt bisher irgendwie so aufgebaut, als hätten die beiden nicht gerade das beste Verhältnis zueinander inzwischen? Also, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich immer auch biased von Sumeru, aber irgendwie hat sich das angefühlt, als hätten die eine toxische Beziehung. Ich hoffe nicht. Also, wirklich. Naja. Wobei die Eltern, denen muss man auch mal ein Lob aussprechen. Lyney und Lynette. Wow. Also, das ist
als würde man bei mir Zyner nehmen und mein Bruder wäre Zyno. Ja, nein. Also, ich meine, gut, sein selbstgewählter Spitzname ist Kirito. Ihr wisst, aus welcher Anime-Hölle das kommt. Aber das hat zumindest nichts zu tun mit Zyna. Das muss man ja sagen. Naja. So that's how you think it is? I also think my brother can be too talkative at times. Seems you were right, Paimon. We are quite similar. So, what did Lynette mean just now when she said that the water is engulfing your memories? And that it won't be long before it engulfs you too? Oh, that. It's from a prophecy that's been circulating in Fontaine for some time now. Well, I suppose prophecy isn't exactly the right word, because that implies a certain amount of uncertainty. There's no doubt about what's happening in Fontaine now. Aha, und was geht hier vor? Where to begin? Am Anfang? Let's put that question on hold for a moment. Oh! Formally greeted each other yet, have we? Did all the introductions earlier not count? Danke, Paimon! Danke! Genau das habe ich mir auch schon gedacht. Einer der seltenen Momente, wo Paimon sogar mal etwas richtig macht. Man muss diese Momente zu schätzen wissen. Und nein, das hat nichts mit Sumeru zu tun. Paimon macht so viel Scheiße. Es ist unglaublich. Hello, traveler. Hallo, Lyney. Schön, dich kennenzulernen. And hello, Paimon. Hey! Why didn't Paimon get a handshake? You're not poking fun at Paimon, are you? Please, don't take offense. Just consider it a sort of etiquette we have here in Fontaine when making new friends. You should remember it. It might prove useful. Oh, alright then. Well, Paimon's just happy to have a local friend now. By the way, we were just getting ready to go to the Opera House to meet the Hydro Archon. Would you be able to show us the way? Moment mal kurz. Lyney, wenn du schon so darauf bestehst, uns nochmal zu begrüßen auf Fontaine Art. Was ist mit deiner Schwester? Sollte die uns dann nicht auch nochmal begrüßen und dass wir uns, ich weiß nicht, ordentlich vorstellen? Ich weiß, das ist kein wirkliches Storyproblem, aber komm schon, Lynette. Lyney, du lässt Lynette wie ein Arsch aussehen und das muss später überprüft werden, aber So you're going to see Lady Farina? No problem at all. In fact, I was planning to go to the Opera House later myself. I'll gladly take you once I finish things here. Please, follow me. Och nö. Bitte nicht laufen. Dann ist Paimon wieder am Meckern, dass das Fliegen ja so anstrengend sei. Ja. Dafür brauchten wir jetzt unbedingt 20 Sekunden You said Gameplay. you were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you.
she's the Hydro Archon? But how did she know we were looking for her? My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just raise your hand in lieu. Ja. As you can all see, two unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, let us make a toast in honor of this traveler and her companion who have journeyed here from distant lands. Is she talking about us? I've long heard of the turmoil and chaos you've left in your wake as you visited other nations, but I welcome you nevertheless. No, I have come to receive you personally. Cooles Auge, ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen. Okay, Heterochromie ist irgendwie immer cool. Allerdings, was diesen Trubel und Durcheinander in anderen Orten von Teyvat angeht. Mondstadt hatte bereits sein Drachenproblem. Rex Lapis Selbstmord war, nun ja, Selbstmord verschuldet? Keine Ahnung, wie man das sagen soll. Und, für die Befreiung dieses Gottes da konnten wir nichts mehr für. Inazuma? Also, da war bereits ein Bürgerkrieg und das Augenhatzdekret hatte sich auch schon verfestigt und Kaidaharas Freund über den Jordan geschickt. Und Sumeru... Oh Gott, wo soll ich anfangen? Sumeru war schon zu Zeiten von der höheren Herren Rukadavata ein einziges Shithole. Retrospektiv betrachtet muss ich sagen, ja, es hat sich eigentlich ganz gut entwickelt dafür, dass es einfach nur noch mehr in die Brüche gegangen ist. Ich weiß nicht. Es hat ein bisschen was von Warhammer 40k, dem Imperium der Menschheit eigentlich. Im 41., 42., 43. Millennium. Naja. Aber hey, du hast Ventis Rekord gebrochen. Man sieht dich sogar storymäßig früher als Venti. Wobei, wenn es darum geht, wer der erste Charakter da ist, dann würde Venti immer noch gewinnen. Er war nämlich der zweite, den man in seiner Region gesehen hat. Oder hatten wir schon irgendwelche Story-Charaktere, bevor wir mit Rex Lapis... bevor sich Rex Lapis... wie soll ich das sagen? Er hat ja offiziell Selbstmord begangen, aber wir alle wissen, Okay, ich mache mir gerade viel zu viele Gedanken. Sorry. Fear is for insignificant cowards. I am a god, and I will never entertain the notion of such meaningless wariness. You can be rest assured, I see clearly your sincerity. Of course, seeking an audience with me is the most sensible thing to do. It will allow you to truly behold my power and witness my authority. Intelligent people always gather under the correct banner. I, Focalor, hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. Now, you may rejoice in this.
Ich überlege gerade, Furina sollte unbedingt ebenfalls Fischl kennenlernen. Nun, den Arkon zu finden war diesmal echt einfach. Ja, Yeah, Paimon still can't believe it. Feels like we've only been here for a few minutes. But the Hydro Archon's entrance was, how should Paimon describe it? A little over the top? Miss Hydro Archon? How did you know we were coming? I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. Don't forget that even the gods can be divided into the mediocre and the excellent. I suppose it's only natural for you to be awestruck by my abilities. You had best stop and consider. Do you really have the noble qualities and etiquette necessary to communicate with a god? All it takes is a flick of my finger for me to know everything about you. Whoa, talk about sounding high and mighty. ja, und sie betont ihren Status als Arkon sehr gern. Ja. Wobei, immer noch ist so die Frage. Ja, Venti würde sie wahrscheinlich als Mittelmaß oder sogar schwach ansehen. Rex Lapis als Mittelmaß anzusehen. Also Rex Lapis als Mittelmaß anzusehen, da musste aber schon ganz schön bekloppt sein. Rain Shogun? Debattierbar? Also auf kämpferischer Seite sie als Mittelmaß anzusehen. Absolut nicht. Ich weiß, Zhongli, also Rex Lapis, wird als God of War, Gott des Krieges, bezeichnet. Aber wenn man sich darüber vergegenwärtigt, dass Rex Lapis seine Feinde unter den Guyun-Türmen gefangen hält, was jetzt auch nicht so dolle ist, aber man ist zumindest am Leben, während Raiden Shogun bzw. Ai dich samt der Insel unter dir einfach in zwei Hälften spaltet. Ich glaube, ich würde mein Glück doch eher gegen den Gott des Krieges versuchen. Verdammt, ich hätte wahrscheinlich sogar bei Kratos mehr Chancen zu überleben als gegen Ai. Also, ich meine, Kratos, wenn man sich da vor ihm versteckt und um Gnade fleht, dann kommst du auf deine Nützlichkeit an, aber wenn du unnütz genug bist, dann hast du ganz gute Überlebenschancen. Oder du bist Aphrodite. Aphrodite hat den dritten Teil ja auch überlebt. Als einzige Olympiarin, um genau zu sein. Also, dabei hat sie die größte Abreibung von allen bekommen eigentlich. Noch größer als die von Zeus. Okay, sorry. Ach ja, Nahida. Oh? What's with these looks? Perhaps the welcoming ceremony still isn't enough? What else should I say then? Melody, du darfst ruhig etwas sagen. Mach nicht einen auf Trainer Rot. So cool sind wir nicht. Bei weitem nicht. Und so OP ist sowieso keiner. Ja.
Sorry, Trainer Rot. Ich gehöre zu den Spielern, die, okay, zuerst hatte ich die Kristall-Edition, aber ja, ohne Internet. Du hast alles durchgespielt, du hast die Top 4 dreimal hintereinander problemlos weggeklatscht. Du gehst, du willst gerade deine Pokémon auf Level 100 trainieren am Silberberg. Und da findest du an der Spitze so einen komischen Trainer alleine. Und sein Pikachu reicht alleine aus, um dein gesamtes Team einfach wegzuhauen. Und zwar chancenlos. Es war eine Erfahrung. Wirklich. Es war. Is she waiting for us to start talking? Wow, I didn't expect to see Lady Farina here. What a surprise! Wait, does this mean they're the legendary blonde traveler? How did I not notice before? Hey, what's all the commotion? Oh, is that Lady Farina? Is there some kind of drama going on? Of course. That's the blonde traveler. The one all those stories are about. Lady Farina came here to personally see her. Oh, I bet this is going to be the duel of the century. Ooh, I've got to see this. I knew Lady Farina would never disappoint. Was erwarten die? Yes, but don't get too excited now. My dear believers and spectators alike tend to get quite rowdy, and despite the noise, I've come to tolerate all their ruckus. You may consider this my reward to all of you. I have determined that there will be an epic duel between myself and this traveler from another land, just as you were hoping to see. Now she wants to fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves? Dann zeig mir, was du kannst. Duelle mit Archonten kenne ich ja schon. Also, bisher hast du nur gegen Ei gekämpft. 2-mal. Ich meine, gut, du hast nicht nur überlebt, du hast sogar eine ziemlich gute Figur dabei gemacht, aber gegen Venti hast du nicht gekämpft, gegen Zhongli hast du nicht gekämpft und gegen Nahida hast du auch nicht gekämpft. Etwas, was ich keinen von den dreien vorwerfen kann. Und und wenn mir hier jetzt irgendeiner blöd kommen will und sagen will, sie hätte sich nicht gegen Ei gut geschlagen, wollen wir da mal La Signora fragen, was sie davon hält? Oder den Gott von Watatsumi Island? Ja, ich dachte es mir auch. Are you not afraid? Might I remind you that this is a duel against the divine? What are you trying to do, traveler? Provoking a god in front of her people? Stand down, Clorend. I admire her bravery. Few have the courage to draw their sword against a god. She is obviously a true warrior. Ja. Okay, Furina hat sich das mal etwas anders vorgestellt. Wie viel von unserer Reise hast du mitbekommen, Mädel? 2 Kämpfe gegen den Elektro-Archon. Beziehungsweise die Elektro-Archon. Also, wie viele gibt's, die einen Kampf mit ihr überlebt haben mögen? Nicht viele. Aber 2? Hey.
Und hey, scheißegal, was ihr mir zu sagen habt. Sie hat die zwei überlebt. Es war jedes Mal ein Deus Ex. Naja, eben kein Deus Ex Machina, der sie gerettet hat. Aber, ne? Unfortunately, people nowadays only crave to be thrilled, and a mere duel will not slake their thirst for excitement. Oh, yeah, she's right. Just a duel wouldn't be all that interesting. On Araneus, criminals are always requesting duels to defend their honor. They're getting a bit old, to tell the truth. You see. Then, as the god of justice, I shall face this traveler in another kind of duel. A duel in court! Whoa, all right. Now that'll be worth seeing. Right. This is Fontaine, after all. It's such a grand opera house, it would be a pity not to use it. Why do you care so much about the crowd's reactions? Seems you've spent a little too much time in the opera house. Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? You mean you're going to put us on trial? Wir haben uns keine Verbrechen schuldig gemacht. Wird sich doch zeigen. Und wir sind gerade erst hier angekommen. Oh, we have reason to put you on trial. It's obvious, isn't it? Also da wir mal wieder so gar nichts checken, nein? According to Fontaine law, no one is permitted to release any flying objects within Fontaine city limits during the first 3 days of each month. You are clearly guilty of violating this law, no? Oh, so that's what they've done wrong. That's our Lady Farina. No one knows the laws of Fontaine like she does. You call that obvious? What kind of law is that? Wait, flying object? You mean Paimon? Der Blick ist mal wieder grandios. Ansonsten, was ist das für ein komisches Gesetz? Also, ernsthaft. Das ist ja noch mehr random als die Flugverbotszone von Mondstadt. Die keine Flugverbotszone ist. Gott. Outright Amber! Komm zu mir und hilf! Oh. Ach so, und bring deine Feuerkollegin aus Liebe mit. Sag schon, Jan Fei. Ich meine, hey, wenn uns schon Gott meint, anpissen zu müssen, dann können wir auch mit einem, naja, göttlichen Wesen dagegen anstenkern, oder? Und Jan Fei ist eine gute Anwältin. Wahrscheinlich kennt sie sich nicht so gut mit den Gesetzen von Fontaine aus, aber gib ihr, keine Ahnung, 2 Sekunden. Naja. Precisely. Now, if you two have no objections, then in the name of the Hydro Archon, I order your arrest. My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the fun. But if you would allow me to interject, I don't think that Paimon here meets the definition of a flying object. You tell her, Linny! Finally someone who's not crazy. How could anyone call Paimon a flying object? Ah, great magician Linny, my beloved citizen. I'll permit you to object, but how exactly do you plan to prove your claim? As a magician who just rained on your parade, I naturally should shoulder the responsibility of saving the show. So, with such an audience gathered here, allow me to perform a trick for everyone.
Ta-da! What's that on Paimon's back? Hey, when did Lenny do that? In dem Moment, als... Ja, es ist offensichtlich. Ach, muss man denn uns wirklich alles zeigen? There. As you can all clearly see, Paimon should be classified as, well, something like a balloon. This rope has been in the traveler's hand all along. It was just that no one could see it before. Ja. You call that magic? You've got to be joking. I thought it was pretty good. Nice one. Huh? I'm not sure what to think. It seems Lady Farina's charges no longer hold water. Amusing. Very amusing, Lenny. Just the sort of unexpected twist that I enjoy. With you here, today's performance can finally be called complete. Performance? You see all this as a performance? In which case, consider the matter of your trial resolved. The god of justice will not bring charges against an innocent person. But when there are valid grounds, I will not only judge travelers from abroad, but even the gods of other lands. The upcoming performance at the Opera House, Mr. Lenny and Miss Lynette. That's enough for now. Toodaloo! Okay. Just like that, she's gone. Well, that's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. He never even had a chance to ask her anything. But that's a problem for future Paimon. That whole scene just now was really... Vielen Dank für vorhin, Linnea. Du wusstest schon, dass es so ablaufen würde. Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a little preparation, just in case. I didn't think it would actually come in handy. So, now do you see what kind of god Lady Farina is? She can be a bit confusing at times, but she is still amenable to reason. Ja, es war gerade ziemlich verwirrend. Ist sie wirklich vernünftig? Ach komm, ey. Ihr kennt Fischl. Also, sorry, aber... Anyway, Paimon had no idea you were a magician, Lenny. It sounded like you'll be performing at the Opera House, right? I just know a few simple tricks I use to make a living. Lynette is my assistant. It will actually be my first time performing on the most prestigious stage in Fontaine, the Opera House. But isn't the Opera House where criminal trials are held in Fontaine? When there are no public trials being held, the Opera House hosts a variety of other performances. To the people of Fontaine, the line between a trial and a performance can be a little blurred. And speaking of performances, I would be remiss to forego this opportunity gifted by fate. Might I invite the two of you to see my performance? My brother's always excited to make new friends. Oh, sure. We don't really have anything to do now, and we wanted to go to the Opera House anyway. Also wäre es mir ein großes Vergnügen. Splendid. In that case, why don't we go together? I'll show you the way. I just have something to take care of first. Ja, zögere nicht, mir Bescheid zu geben, wenn du Hilfe brauchst. Ihr Helferinstinkt ist echt... You really mean it? Then I'll take you up on your offer. This is a magical item known as a magic pocket. Perhaps you can help me distribute them to the people here. What are they going to use it for?
About that. You asked me before about the prophecy. Let me start by telling you a little more about what it entails. I'm not sure exactly when it began, but a prophecy has been circulating around Fontaine. It says that every person in Fontaine is born with sin. No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. Until one day, the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. That sounds pretty gloomy. Why are people in Fontaine born with sin? What is that supposed to mean? There are lots of guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the power of the seas and stirred its wrath. Others say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. But here in Fontaine, evidence is what matters. There hasn't been concrete evidence for any of these claims, so they can only be regarded as conjecture. If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just to ignore the prophecy completely? Why bother feeling guilty all the time? That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. Das Meer überflutet nach und nach diese Erinnerung und danach sind wir an der Reihe. Many places have already been completely submerged, and now lie beneath the sea. Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine shouldn't ignore the possibility, which would end up sentencing them to death. We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, we've started distributing magic pockets to them. As a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. I'm sure they will come in handy when people are moving their belongings. Oh, Paimon gets it! It's like preparing for a rainy day! This is more than a bit of rain. Wenn die Prophezeiung wahr ist, lässt sich diese Katastrophe wirklich nicht abwenden? Perhaps only absolute power could ever contend with such a catastrophe. But who knows? We're just tiny specks in the grand scheme of things. Now, if you'd like to help, then please give these magic pockets to anyone nearby. Be sure to convince them to take it, regardless of what they say. Okay. Das war ehrlich gesagt ziemlich, ja, eine ziemlich schöne Einleitung. Ich denke mal mit Etienne und jo, mit denen kann ich nicht kämpfen. What's this? So you also believe in the prophecy. Keep it. I won't have any use for it. What? You mean you don't believe in the prophecy? No, I believe in the prophecy. But I also believe in another story. The story says that people once lived in the ocean. They were one with the ocean and couldn't live apart from it. But as time wore on, people desired to live on land and developed blood vessels, encapsulating the sea within their bodies. Thus could people set foot on land. So, if you ask me, when the water rises and takes us all, it'll be like we're going home. Oh, we hadn't heard that one before. But people can't live underwater. They'll die. You should probably still take it. All right, I'll take it. I guess I just feel that being dissolved into the water doesn't necessarily mean death.
Okay. So you're the blonde traveler that everyone's been talking about. My apologies. Ja, komm, du bist mir viel zu lahm. Oh, a magic pocket? Seems you really thought of everything. I guess it's better to prepare for Ja, schön. mistakes. Please, also thank the magician on my behalf. Ja. Gott, manchmal möchte ich auch vorspulen können. Oder die zumindest schneller Time machen. to scout. Und Lektur. Galatie. Okay. Oh. Da fällt mir ein. Sind das eigentlich... Was sind das eigentlich für Schiffe? Ja, okay, das scheint ja wirklich eins aus Sumeru zu sein. Ah, das da? Keine Ahnung. Sind die anderen dann Fontaine? Oder wie? Ja, okay. Ich hoffe, sie mag das Geschenk, das ich ausgesucht habe. Geschenk? Ja, ich habe was Besonderes aus Fontaine ausgewählt, um es meinen Liebsten zu schenken. Du bist sicher neugierig. Alle anderen Matrosen eilten zum Hof von Fontaine. Die Seefahrt ist harte Arbeit. Ja, ich freu. Ja, okay, der will seine Liebste in Natlan wiedersehen. Okay. Ist das dann doch die Kapitänin? Oh, okay. Huh? I don't want that thing. Way I see it, if the prophecy's true, it's still gonna be a long time before the water can cover everything. Life is all about living in the moment. What use is there in worrying about the future all the time? We'll cross that bridge when we get to it. You should still take it. You never know when it'll come in handy. Oh, all right, fine. Thanks. It's just that if I start moving, that means I've already given up on the life I have now. Mädel? Rather not. Mädel, du bist Kapitänin. Von Ort zu reisen ist literally deine Jobbeschreibung. Was ist das denn für ein Quatsch? Kapitäne reisen noch mehr als die You Reisende. already handed out all of the magic pockets? That was fast. So, what did people have to say? I bet you heard some interesting opinions. Stimmt, viele sind ziemlich störrisch. Da solltest du aber mal nach Mondstadt gehen. Yes, but that will change once disaster strikes. I know they'll change their minds, so it's only right to help them prepare. Ja. Is there anything else you need to do before we leave? Yes, one last thing. I have the magic pockets made by a workshop in the court of Fontaine. Since we're out and about, I was thinking about bringing him some more materials. So, you want to collect materials? Just tell us what the materials look like and we'll help. Many hands make light work. Oh, that would be much appreciated. We'll need some Romaritime flowers. I remember seeing them near the waterfront on the east side of the harbor. Yay. Also der Auftritt von Furina war ja höchst willkommen, aber was ist das jetzt für eine Billo-Quest? Ernsthaft? Ist das alte Mondstadt da hinten?
Oder ist das Sumerus City? Passt nicht ganz von der... Wir gucken da eher auf den Drachenberg. You want to Also learn some da. Favonia's blade work? Aber... Alright then, I'll teach you. Oh yes. Oder sind I'll das... teach you all right. Nee, dürften Mark eher my die words. Berge von Liwe sein, die ich da sehe. Oder ist es irgendwas zwischen, also irgendwas in diesem gigantischen Bereich. Das kann ja nicht komplett leer sein, oder? Oder? Ja. It seems we have to use Hydro to collect for maritime flowers. Okay. Äh... No, my sword! Faserige maritime Blume. Okay. Wet. Body and mind. Ja. You made quick work of that. I can tell you're an experienced traveler. I've also finished collecting a few here. Maybe next time you'll feel like helping too, Lynette. No way. I'm in power saving mode today. Otherwise, I fear I may not have any energy left for the performance at the Opera House. Fine. Though the performance is still a long way off. Now that we're finished here, we should get ready to head back to the Court of Fontaine. So, we're going to the Court of Fontaine before we head to the Opera House? Good. Paimon wants a tour of Fontaine's largest city and try... Wait, shh. Have you noticed that person over there? The young girl. Huh? What's wrong with her? Paimon didn't notice anything. She's obviously a thief. Magicians and thieves practice similar methods. We divert attention, and a distracted audience is one that won't discover what you're really doing. Watch her movements carefully. Oh, he's right! Shh, keep your voice down. We need to think of a way to catch her, but it seems she's very alert. Perhaps we should split up. You two can ride the lift over there and wait up top. I bet that'll be her escape route if she tries to run. Okay. All right, let's go. Wir haben sie auf frischer Tat ertappt. Warum sagen wir nicht einfach den Behörden Bescheid? Aber okay, Videospiellogik, das... Ernsthaft mit dem Prinzessin Fischl Outfit Furina gegenüberstehen. Ja, ich mag das Outfit immer noch extrem I sehr. created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin der
I created another. Ey, komm. Ich wollte bloß mal schauen, wie hoch deine Freundschaft mit dir ist. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwie ein Team finde, was mit Chongyun und Fischl funktioniert. Ja, das ist ein Plan. Es muss mit Chongyun und Fischl funktionieren. Like what? Ja, auf jeden Fall, wir sehen hier schon ganz eindeutig, das ist nicht Furina. Wisst ihr was, bevor wir jetzt da reingehen, würde ich gerne noch was anderes machen. Und zwar möchte ich offscreen ein paar Sachen farmen gehen. Und unter anderem im Hof des tiefen Schlafs die Meeresmuschel, das Artefakt-Set. Deshalb teleportieren wir uns jetzt mal ganz kurz nach Sarai. Dann mache ich da auf. Tür, mach auf! Genau. Und dann würde ich sagen, reicht das erstmal für heute. Tis thundering retribution, an omen of dark times ahead. That, and main Fräulein's laundry is still on the line. What? Seriously? Ah, ja. Ich liebe, wie die beiden miteinander umgehen. Ja, okay. Hui. Eigentlich ja schon ziemlich ruhig, aber... Ja, das stille Fischerdorf. Leider nicht immer so friedlich. Ups. Ach stimmt, da oben ist ein Teleporter und da unten. Wobei Teleporter gibt es ja eigentlich wie Sand am Meer. Oh, braucht uns nicht zu beachten. The insubordination! Na komm. Ach, wisst ihr was? Vergesst es. Nö. Braucht ihr nicht. Vergesst mich einfach. Ich bin eh nicht wichtig. Destiny has brought me hither. In welche Richtung? Nein, du gehst in die falsche Richtung.
Sairai ist so ein Ort. Ich meine, ja, ich weiß, was da ist und das ist eigentlich nicht so schlimm. Aber erst wenn man den Teleporter dahin freigeschaltet hat, ist das nicht mehr so schlimm. Vorher. Au. Oder ein Team nur mit Fischl und dann, ja, mal sehen, was noch. Ich meine, Fischl als Supporter würde mir ja ausreichen, aber, aber das Problem ist halt, sie erstmal gut in ein Team einzubauen. Das ist nämlich nicht ganz so einfach, leider. Oh. Oh, ich krieg hier Elektroschaden, wenn ich das noch nicht freigeschaltet habe. Okay. Jo, mit dir, Kollege, will ich mich jetzt gerade nicht anlegen. Sorry. Nee. Och man, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie ich langlaufen musste. Ich Depp. Ich wollte das jetzt nicht so in die Länge ziehen. Komm. Och, Jung. Der eine Millimeter. Ach. Hier. Ich Depp. Nekropole. Keine Ahnung, warum das Nekropole heißt. Also, das wäre ja eigentlich eine Stadt von Untoten. Weil... Ja gut, wegen den Garm-Wölfen wahrscheinlich. Weiß ich aber zumindest wieder, warum ich das nicht machen. Warum ich die nicht mag. Plus, eigentlich sind die Sachen ja auch nicht so dolle. Naja. So viel aber dazu. Ich verabschiede mich jetzt erstmal wieder von euch und sage Gruß, Synas Fan.